5 Formeln, wie du dein Vorstellungsgespräch auf Deutsch nagelst. Stell dir vor, du sitzt im Vorstellungsgespräch. Der Chef fragt dich, erzähl mir etwas über dich. 4 einfache Wörter. Aber diese 4 Wörter können jeden Menschen nervös machen, sogar sehr erfolgreiche Menschen. Warum ist das so? Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn heute zeige ich euch 5 Formeln, mit denen ihr euch auf Deutsch perfekt vorstellen könnt. In 20 Wörtern oder weniger. Diese Formeln haben mein Leben verändert. Schreibt in die Kommentare, was ihr beruflich macht oder was ihr gerne machen würdet. Doch jetzt zurück zur Frage. Macht die Art, wie wir uns vorstellen, wirklich einen so großen Unterschied? Früher habe ich das kaum beachtet. Ich habe alles auf meine Erfahrung gesetzt. Ganz am Anfang, als ich gerade mit dem Unterrichten angefangen habe, hatte ich eine große Chance. Ein Interview für eine Stelle an einer tollen Schule. Ich war mir sicher, dass ich die perfekte Kandidatin bin. Ich hatte schon Erfahrung mit Sprachunterricht. Ich hatte selbst auch mehrere Sprachen gelernt. Für das Interview wollte ich keine Zweifel lassen. Ich habe mir eine perfekte Selbstpräsentation vorbereitet. Mit allen meinen Qualifikationen, allen meinen Zertifikaten, allen meinen Erfahrungen. Dann kam die Frage, erzählen Sie mir etwas über sich. Ich war bereit. Ich habe alles erzählt, was ich kann und was ich schon gemacht habe. Als ich fertig war, hat die Interviewerin nur gesagt, anstatt über sich selbst zu sprechen, wäre es besser gewesen, zu erklären, was Sie für unsere Schüler tun können. Das Interview hat 5 Minuten gedauert. Ich habe die Stelle nicht bekommen und ich habe nicht verstanden, warum. Doch dieses Interview war mein Weckruf. So nenne ich einen Moment, in dem man plötzlich etwas ganz klar versteht. Ich habe verstanden, es spielt keine Rolle, wie gut du bist. Es spielt keine Rolle, wie perfekt du für eine Stelle passt. Wenn du die Aufmerksamkeit der anderen Person nicht bekommst, hast du keine Chance. Danach wollte ich das Geheimnis verstehen. Ich habe angefangen, mich mit dem ersten Eindruck zu beschäftigen. Ich habe mir angeschaut, warum manche Titel und Überschriften sofort die Aufmerksamkeit bekommen und andere nicht. Und ich habe etwas entdeckt. Man kann sich perfekt präsentieren, mit nur 20 Wörtern oder weniger. Ein paar Monate später saß ich bei einem Kaffee mit einer Frau, die ein Netzwerk für Unternehmerinnen leitet. Sie hat mich gefragt, was machst du eigentlich? Ich habe in einem einzigen Satz geantwortet. Ich bin Deutschlehrerin und ich helfe Menschen, die Angst vor Fehlern haben, trotzdem selbstbewusst Deutsch zu sprechen. Sie hat sich nach vorne gelehnt und 3 magische Worte gesagt. Erzähl mir mehr. 15 Minuten später hat sie mich eingeladen, einen Workshop für ihr Netzwerk zu geben. Und aus diesem einen Gespräch ist am Ende ein großer Teil meiner Arbeit entstanden. Aber hier ist das Interessante. Ich war dieselbe Person wie bei diesem Interview. Die Person, die die Stelle nicht bekommen hat. Ich hatte nicht mehr Erfahrung. Ich hatte nicht mehr Qualifikation. Der einzige Unterschied zwischen der geschlossenen Tür und der offenen Tür war meine Präsentation. Von diesem Moment an habe ich meine eigene Präsentation mit ganz anderen Augen gesehen. Denn vorher, wenn ich Nein gehört habe, hat meine innere Stimme mir gesagt, die Leute sehen dich nicht, weil du nicht gut genug bist. Aber das war falsch. Es lag nicht an mir, sondern daran, wie ich mich präsentiert habe. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ihr gewartet habt. 5 Formeln, wie du dein Vorstellungsgespräch auf Deutsch nagelst. Stell dir vor, du sitzt im Vorstellungsgespräch. Der Chef fragt dich, erzählen Sie etwas über sich. Was machen Sie genau? Sag jetzt bitte nicht nur, ich bin Buchhalter oder ich bin Ingenieur. Das ist langweilig. Benutze lieber diese 5 magischen Formeln. Damit zeigst du sofort, was du kannst. Es ist kurz, klar und klingt absolut professionell. Formel 1, der Vorteil. Bei dieser Formel sagst du, ich helfe einer bestimmten Gruppe oder einer Firma, ein positives Ziel zu erreichen.
Warum wirkt das so gut? Der Chef sieht sofort, diese Person macht unsere Firma besser. Ein Beispiel dafür ist, ich helfe gestressten Teams, ihre Projekte pünktlich fertigzustellen. Formel 2. Das Versprechen ohne Nachteil. Diese Formel funktioniert fast genauso, aber wir benutzen das Wort ohne. Du sagst, ich helfe Kunden oder der Firma, ein Ziel zu erreichen, ohne ein bestimmtes Problem zu haben. Das Wort ohne ist wie eine Superkraft. Es zeigt nämlich sofort, dass du Probleme löst, bevor sie überhaupt entstehen. Ein Beispiel dafür ist, ich helfe kleinen Unternehmen, ihre Finanzen zu organisieren, ohne Stress mit komplizierten Excel-Tabellen. Formel 3. Die Leidenschaft. Hier sagst du, ich liebe meine Arbeit für ein bestimmtes Thema, um ein Ziel zu erreichen. Chefs lieben motivierte Mitarbeiter. Mit dieser Formel zeigst du deine echte Energie für den Job. Ein Beispiel dafür ist, ich liebe meine Arbeit im Kundenservice, um unzufriedene Kunden wieder glücklich zu machen. Formel 4. Die Stärke. Die Formel lautet, ich bin besonders gut darin, eine Sache zu tun, um ein wichtiges Ergebnis zu erreichen. Du sagst hier also nicht nur den langweiligen Satz, ich bin fleißig. Du sagst ganz konkret, was deine persönliche Superkraft ist. Ein Beispiel dafür ist, ich bin besonders gut darin, komplizierte Daten ganz einfach zu erklären. Formel 5. Die Mission. Hier sprichst du über dein großes Ziel. Die Formel lautet, mein großes Ziel ist es, eine Sache zu tun, damit ein tolles Ergebnis entsteht. Das zeigt dem Chef, dass du eine Vision hast, motiviert bist und langfristig denkst. Ein Beispiel dafür ist, mein großes Ziel ist es, neue Software so zu entwickeln, dass jeder Kollege sofort gerne damit arbeitet. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Schülerin namens Maria. Sie war sehr schüchtern. Maria suchte damals dringend einen neuen Job als Buchhalterin. Sie hatte viele Bewerbungsgespräche, aber leider nur Absagen. Warum? Wenn der Chef sie fragte, erzählen Sie etwas über sich, hat sie immer geantwortet, ich habe in Polen 7 Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Jetzt suche ich eine Stelle in Deutschland. Das war zwar korrekt, aber nicht interessant genug. Niemand hat gemerkt, wie gut Maria in ihrer Arbeit wirklich ist. Sie hat mich gefragt, wie sie ihr Jobinterview das nächste Mal besser gestalten kann. Wir haben Kaffee getrunken, gelacht und genau diese 5 Formeln geübt. Wir haben ihren perfekten Satz gebaut. Als Maria nun wieder ein wichtiges Interview bei einer großen Firma hatte, war sie natürlich super nervös. Aber dieses Mal hat sie anders geantwortet. Sie hat nicht nur über ihre Vergangenheit gesprochen. Sie hat erklärt, warum die Firma von ihrer Erfahrung profitiert. Sie hat zum Beispiel gesagt, ich kenne mich sehr gut mit internationaler Buchhaltung aus. Ich kann Ihnen dabei helfen, die Abrechnungen zwischen Ihren Standorten schneller und ohne Fehler zu machen, weil ich diese Arbeit seit 7 Jahren jeden Tag tue. Der Chef hat aufmerksam zugehört. Und das Beste, sie hat die Stelle bekommen. Marias Erfahrung war genau dieselbe wie vorher. Sie hatte kein neues Diplom, aber ihre Präsentation war neu, stark und einfach überzeugend. Sie hat aufgehört, nur über sich selbst zu sprechen. Sie hat darüber gesprochen, was sie für die Firma tun kann. Jetzt bist du dran. Probiert diese 5 Formeln jetzt selbst aus. Vielleicht passen 2 oder 3 Formeln zu euch. Das ist völlig normal. Jeder Mensch findet andere Dinge wichtig. Und jetzt, vor dem Ende des Videos, denkt an eure eigene Formel und schreibt sie in die Kommentare. Stellt euch vor, wie euer nächstes Gespräch aussieht. Vielleicht im Supermarkt, auf einer Party oder bei einem echten Vorstellungsgespräch. Jemand fragt euch, und, was machst du so? Ihr antwortet nicht mehr mit einer langen, langweiligen Liste. Ihr sagt nur einen einzigen, klaren Satz. Und die andere Person hört euch begeistert zu und sagt, erzähl mir mehr.
Zum Schluss noch eine wichtige Frage an euch. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass man euch nicht versteht oder nicht hört? Sagt eure innere Stimme, dass euer Deutsch nicht gut genug ist? Bevor ihr dieser Stimme glaubt, denkt bitte kurz nach. Was ist, wenn diese Stimme Unrecht hat? Was ist, wenn das Problem nicht euer Talent ist, sondern nur, wie ihr euch präsentiert? Was ist, wenn ein einziger Satz mit 20 Wörtern alles verändern kann? Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Man steht vor einer Person, das Herz klopft und im Kopf sucht man nach den perfekten Grammatikregeln. Man hat Angst, einen Fehler mit dem Akkusativ oder dem Dativ zu machen. Und am Ende sagt man lieber gar nichts oder nur einen ganz kurzen, langweiligen Satz. Man macht sich selbst kleiner, als man eigentlich ist. Aber die Wahrheit ist doch, ein Chef sucht im Vorstellungsgespräch kein perfektes Wörterbuch. Ein Chef sucht einen Menschen, der Probleme löst. Deine zukünftigen Kollegen wollen wissen, wie du ihnen im Alltag helfen kannst. Sie wollen deine Energie spüren, nicht deine perfekte Aussprache. Wenn du mit einer der 5 Formeln antwortest, zeigst du sofort Selbstbewusstsein und Kompetenz. Du lenkst das Gespräch weg von deinen Sprachfehlern und hin zu deinen großen Stärken. Es ist völlig egal, ob dein Deutsch im Moment auf dem Niveau B1, B2 oder C1 ist. Viel wichtiger ist, wie du deine Worte nutzt. Kommunikation ist wie Werkzeug. Du musst nicht alle Werkzeuge der Welt besitzen. Du musst nur lernen, die wichtigsten 3 oder 4 Werkzeuge richtig zu benutzen. Diese 5 Formeln sind deine besten Werkzeuge. Sie geben dir Sicherheit, Struktur und Ruhe in stressigen Situationen. Glaub also ab heute nicht mehr der kleinen negativen Stimme in deinem Kopf. Du hast viel zu bieten, du hast Erfahrung und du bist gut in deinem Job. Jetzt musst du es den anderen nur noch auf die richtige Weise zeigen. Nimm dir nach diesem Video 5 Minuten Zeit. Schnapp dir einen Zettel und einen Stift. Wähle eine Formel aus, die dir am besten gefällt und schreibe deinen eigenen Satz auf. Sprich ihn ein paar Mal laut vor dem Spiegel aus. Du wirst sehen, wie sich dein Gefühl sofort verändert. Probiert es einfach aus und schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich freue mich darauf, eure Sätze zu lesen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. So verpasst du kein neues Video mehr. Vielen Dank für deine Unterstützung, mach es gut und bis zum nächsten Mal.